Der botanische Garten Niagara ist eine wunderbar entspannte grüne Oase, ganz in der Nähe der tosenden Wasserfälle. Gepflegt, ruhig und perfekt, um mal kurz durchzuatmen. Er erstreckt sich über rund 40 Hektar. Nur blumenmäßig jedet nicht zu jeder Jahreszeit alles. Bei meinem Besuch Anfang Mai war die große Blütenshow noch eher im Aufwärmprogramm. Das ist jetzt hier der botanische Garten von Niagara Falls. Und wie ihr seht, nicht viel los. Ja. Das kann natürlich daran liegen, dass bei uns der Frühling ein bisschen später anfängt. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass so die ein oder andere Tulpe vielleicht aus der Erde guckt. Ja, falsch gedacht, ne? Oder? Ne, warte, da hinge ist jetzt. Oh, komm. Hier sind sie, die Tulpen. Sehen aus, als hätten sie die schönste Zeit schon hinter sich. Ja, das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, zumal ich ja gerade in der Flora bauen Köln. Und wenn man da durch den Haupteingang kommt, dann sieht das doch ein bisschen anders aus als hier, ne? Ja, da sieht es so aus. Und hier im Botanischen Garten Niagara Falls sieht es so aus. Hier ist ein Unterschied, ne? Wir haben hier auch einen Springbrunnen. Der ist aber noch nicht an. Das ist halt, ne, wenn du in einem Land wohnst, wo der Frühling ein bisschen später gut. Offiziell fängt der Frühling bei uns ja erst Mitte Mai an. Ja, gut, wir haben auch den Frühling, der im Kalender steht, aber dann ist ja auch der Frühling, wann der wirklich eintrifft. Ne? Und das ist immer am 3. Montag im Mai. Ja, das ist ja eigentlich auch hier eine Rosengarten. Und die Rosen, da kommen jetzt die ersten Blättchen, aber von Rosen ist natürlich noch nichts zu sehen. Das dauert noch. Wenn die Rosen dann wirklich loslegen, wird's allerdings spektakulär. Über 2400 Rosenstöcke blühen hier um die Wette und zeigen, was sie können. Nur eben nicht im Mai. Also dafür braucht es noch ein bisschen Geduld. Aber die lohnt sich dann umso mehr. Naja, und ganz leer bin ich ja dann doch nicht ausgegangen. Narzissen in Hülle und Fülle, ein paar tapfere andere Blüten, die schon mutig die Fahne hochhielten, und grün. Davon war wirklich mehr als genug. Also es war eher so Frühling in der Generalprobe. Noch nicht ganz bühnenreif, aber mit genug Andeutung, um zu wissen, das hier wird bald eine echte Knaller. Ja, jetzt sind wir hier in der Maiglöckchenallee. Schön. Sieht so ein bisschen aus wie Märchen. Ich mach sowas ja gerne. Hier dürfen sich die Schüler von der Gartenschule betätigen und sich irgendwelche lustigen Kreationen ausdenken. Da ist natürlich jetzt auch gerade noch nichts los, weil, wie gesagt, ne, wir sind noch früh im Jahr. Aber nicht nur die Paarbeete gehören den Studenten der Niagara Parks School of Horticulture. Praktisch der ganze botanische Garten ist ihr Revier. Ein echtes Outdoor-Klassenzimmer. Hier wird nicht nur spaziert und gestaunt, sondern ganz offiziell gelernt, gepflanzt, geschnitten, verworfen und wieder neu ausprobiert. Der Eintritt ist übrigens kostenlos. Das Parken leider nicht. Aktuell liegt die Parkgebühr bei $8 und im Sommer klettert sie gerne mal auf 10. Auch wenn die große Blütenshow noch auf sich warten ließ, ist der botanische Garten in Niagara ein wunderbarer Ort zum Schlendern, Abschalten und Durchatmen. Und um sich mental schon mal auf den kanadischen Frühling einzustimmen, der ganz bestimmt irgendwann bald kommt.